Dort haben Gerichte ganz bewusst einen der Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt. Eine rechtsstaatswidrige Provokation. O-Ton von Ministerpräsident Tusk: Das Problem Europas ist nicht, dass Nord Stream 2 gesprengt wurde. Das Problem ist, dass es gebaut wurde. Meine Damen und Herren, es ist unerträglich, dass ein EU-Partner Terrorismus und die Sabotage gegen deutsche Infrastruktur gutheißt und dass es darauf bis heute keine deutliche Reaktion aus Berlin gibt. Das zeigt eines ganz klar: Diese Regierung besteht in der Außenpolitik aus Dienern fremder Interessen. Und ich verspreche Ihnen eines: Wir werden diese nationale Selbsterniedrigung, die die CDU hier in Deutschland zu verantworten hat, beenden. Statt Schadensersatz von Kiew zu fordern, statt deutsche Interessen zu wahren, schließt Bundeskanzler Merz die Wiederinbetriebnahme der intakten Pipelines öffentlich aus. Eine freiwillige Selbstkasteiung, während deutsche Haushalte heute 80% mehr für Gas zahlen, während unsere Industrie das Vierfache amerikanischer Konkurrenten zahlen muss, opfern Sie unsere Energiesouveränität auf dem Altar bedingungsloser Ukraine-Treue. 94 Milliarden € hat Deutschland der Ukraine seit 2022 überwiesen. 55 Milliarden € alleine militärisch. Zum Dank soll Präsident Zelensky, den Sie hier im Plenum allesamt kollektiv in ein nicht mit parlamentarischen Begriffen zu bezeichnendes Körperteil gekrochen sind, laut Wall Street Journal die Terroroperation auch noch höchstpersönlich genehmigt haben. Und ich fange jetzt mal mit den juristischen Gründen an. Ein Untersuchungsausschuss hat Rechte, die das Parlament sonst so nicht hat. Und deswegen ist er auch nur ausnahmsweise zulässig, nämlich dann, wenn es um die Aufklärung von Missständen geht. Und solche Vorgänge werden in dem Antrag ja nicht einmal korrekt dargelegt. Nehmen wir zum Beispiel die Fragen nach den Ermittlungen, die zu dem Anschlag in Deutschland, Schweden und Dänemark durchgeführt worden sind. In Deutschland, wir erinnern uns alle, sind die Ermittlungen direkt im Anschluss an den Anschlag begonnen worden, und sie wurden kompetent und gründlich durchgeführt. Im Ergebnis wurden Haftbefehle erlassen und erwirkt. Ein Beschuldigter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Das schreiben Sie übrigens auch alles in Ihrem Antrag selber. Und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, wo liegt denn daran jetzt der Missstand? Was soll denn daran aufgeklärt werden, meine Damen und Herren? Und jetzt gestatten Sie mir noch ein paar Worte zur politischen Einordnung Ihres Antrages. Ganz offensichtlich geht es in allererster Linie darum, dass die Ukraine und die ukrainische Regierung in ein möglichst schlechtes Licht gerückt werden soll. Und es geht ganz offensichtlich darum, dass Ihr Freund Putin, der für Hunderttausende Kriegstote in Europa verantwortlich ist, in ein möglichst gutes Licht gerückt wird. Und ich sage Ihnen für die Union: Wir sind nicht bereit, diese Täter-Opfer-Umkehr in irgendeiner Form zu tolerieren. Das nehmen wir nicht an. Und ein schönes Beispiel für Ihre Russlandfreundlichkeit sind Ihre wirklich geheuchelten Ausführungen zur Energieversorgung. Sie glorifizieren das leitungsgebundene Gas aus Russland und kommen völlig ohne den Hinweis aus, dass es Putin war, der den Gashahn in Nord Stream ausgedreht hat. Und dass es Putin war, der dafür verantwortlich war, dass die Gaspreise in Deutschland, in ganz Europa explodiert sind. Und dass vor allen Dingen diejenigen Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen in unserem Land darunter in besonderer Weise zu leiden haben. Und deswegen frage ich Sie ganz ehrlich: Das sind doch Dinge, die gar nicht so lange zurückliegen. Wen wollen Sie denn eigentlich für dumm verkaufen mit diesen ganzen Dingen? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nord Stream 2 liegt zerstört am Grund der Ostsee. Und trotzdem erfüllt die Pipeline weiter ihren Zweck. Sie polarisiert, sie spaltet, sie isoliert Deutschland in Europa. Nord Stream war nie nur fossile Energieversorgung. Diese Pipeline war immer geostrategische Waffe. Und die AfD will diese Waffe weiter einsetzen. Das Leid der Menschen, die Schicksale der Soldaten, die Folgen für Europas Sicherheit, all das spielt bei der AfD keine Rolle, wenn es wieder heißt, Radio Moskau sendet seine Propaganda auf den Frequenzen der AfD. Ihre Breitbeinigkeit, Herr Frohnmayer, hier im Plenum, das ist in Wahrheit ein Kniefall vor Wladimir Putin. Und wir alle kennen ja die Berichte über die Verbindung aus den Reihen der AfD zu russischen und chinesischen Kräften. Sie wollen die alten korrupten Seilschaften der Moskau Connection, Sie wollen weiter mit deutschem Geld den russischen Krieg finanzieren. Das ist eine Schande für Deutschland, was Sie hier machen.
Sie kuscheln mit Putin und Trump. Mit den beiden Männern, die 2022 und heute mit ihren Entscheidungen für die krassesten Energiepreisschocks verantwortlich sind. Sie wollen, dass es Deutschland und den Menschen hier schlecht geht, um aus Frust und Ärger politisches Kapital zu schlagen. Das ist wirklich eine Schande. Aber noch kurz zum realen Aufklärungsbedarf. Die Pipeline Nord Stream 2 war die größte politische Fehlentscheidung der schwarz-roten Energiepolitik. Diese Pipeline war nie ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Es war immer eine geopolitische Waffe gegen die Ukraine, gegen Europa, gegen Deutschland. Sie sagen, wir wollen mit dem Untersuchungsausschuss die Ukraine in ein schlechtes Licht rücken. Nein, die Ukraine steht im schlechten Licht, zumindest was diesen Angriff auf die deutsche Infrastruktur angeht. Und deshalb, Herr Dr. Hoppenstedt, wäre es nur vernünftig, und das kann ich der Union nur raten, in diesem Fall hier tatsächlich mit zur Aufklärung beizutragen und einen Untersuchungsausschuss mit einzuberufen. Tun Sie das nicht, können Sie machen Sie so weiter. Wir haben Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wissen, wo wir stehen, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, es wird Ihnen arg auf die Füße fallen, wenn Sie heute hier auch sich gegen den Untersuchungsausschuss aussprechen. Für eine Kurzintervention. Vor 1,5 Jahren gibt es in Rostock den Stab Commander Task Force Baltic der NATO, der Unterführung der Marine, die Ostsee überwacht. Und was gibt es dort zu überwachen? Ja, es gibt ganz viel kritische Infrastruktur. Es gibt Datenkabel, es gibt Stromkabel. Und ja, die werden angegriffen. Aber sie werden eben angegriffen, insbesondere durch Schiffe der russischen Schattenflotte, die illegalerweise sich durch die Ostsee bewegen. Und glücklicherweise hilft dieser Commander Task Force Baltic Stab eben dabei, diese Schiffe zu überwachen. Und insbesondere seit es ihn gibt, ist die Zahl der kritischen Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ostsee auch zurückgegangen. Was bedeutet, es wird auch wahrgenommen, die russische Schattenflotte ist weniger aggressiv im Umgang gegen kritische Infrastruktur. Anker werden nicht mehr fallen gelassen, um damit Datenkabel zu zerstören. Und auch hier lässt sich sagen, die Bundesrepublik greift ein. Sie schützt kritische Infrastruktur nicht nur auf dem Land, nein, sie tut es auch in der Ostsee, und sie tut es erfolgreich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dabei hat Ihr Freund Wladimir Putin den Gashahn schon am 31. August zugedreht, also weit vor dem Anschlag. Und Ihr Freund Wladimir Putin, der hat das Gas als Druckmittel einsetzen wollen. Und Sie schreiben in Ihrem Antrag von Diplomatie. Diese Anberührung stinkt doch zum Himmel. Und erst einmal genug von Ihnen. Ich komme auf die Bundesregierung zu sprechen. Ja, die Kabinette Merkel, Scholz und Merz haben fürchterliche Fehler begangen. Fehler, die den Menschen in Deutschland bis heute viel Geld kosten. Doch nicht der Mangel an günstigem russischen oder sonst welchem Gas ist das Problem, sondern die seit Jahren sabotierte Energiewende. Ob 2022 oder heute durch Trumps Wahnsinn im Iran, immer wieder erleben wir, dass die Abhängigkeit von fossilen Energien das Problem sind. Und zwar das Problem und nicht die Lösung, Frau Reiche, auch wenn sie nicht da ist. Sie haben so viel mehr Angst vor der Wahrheit und vor Auseinandersetzungen mit anderen Staaten auf Augenhöhe als vor dem Verlust deutscher Souveränität. Und sollten deutsche Stellen auch noch Hinweise gehabt haben und untätig geblieben sein, dann ist das nicht nur ein Staatsversagen historischen Ausmaßes, dann muss auch der Generalbundesanwalt ermitteln, ob sich Amtsträger durch Unterlassen strafbar gemacht haben. Ich weiß nach dieser Debatte umso weniger, ob den Mitgliedern dieses Hohen Hauses die Dimension dieses Angriffs klar ist. Hier geht es um die vitalen Interessen unseres Volkes. Familien zahlen bis heute fast doppelt so hohe Gaspreise wie zuvor. Die Industrie wandert ab, und wer noch Arbeit hat, der arbeitet hart und zahlt Steuern und finanziert diesen Staat. Diese Menschen haben ein Recht auf eine Regierung, die wie eine Löwin für sie kämpft. Stattdessen erleben Sie einen Regierungschef, der das Volk als zu faul beschimpft und öffentlich über sein eigenes politisches Schicksal jammert. Aber immerhin ist er der beste Kanzler, den die Ukraine jemals hatte. Das
ist die Arroganz dieser Bundesregierung nach unten treten und nach oben buckeln und vor allem Verantwortung verweigern und gleichzeitig 100 Milliarden € des hier erwirtschafteten Vermögens an die Ukraine verschenken, an genau den Staat, der nach heutigem Erkenntnisstand mit hoher Wahrscheinlichkeit für diesen Anschlag auf deutsche Infrastruktur verantwortlich ist. Und deshalb fordern wir einen Untersuchungsausschuss voller Aufklärung, Akteneinsicht und die Benennung aller Verantwortlichen. Und ich glaube, Sie alle, liebe Kollegen, wären gut beraten, sich uns anzuschließen, denn die nächste Wahl kommt bestimmt und die Wahrheit kommt sowieso ans Licht. Das geht auch so nicht. Ich will noch mal einen Hinweis geben. Das ist kein Vorschlag zur Güte. Wenn Präsident vorne aufblinkt und wenn Ihre Zeit abgelaufen ist, und das halte ich wirklich bei allen gleich. Ich mache einen Hinweis, es gibt den weiteren Hinweis, aber dann einfach weiterzureden, das ist respektlos. Und dabei ist es eben erbärmlich zu sehen, dass die Bundesregierung nicht energisch bei den USA vorstellig wird, um dort Aufklärung zu verlangen, denn die USA wissen mehr, als sie eigentlich sagen. Anthony Blinken, Victoria Nuland und andere haben Nord Stream schon immer bekämpft. Seit Jahrzehnten versucht die CIA, die Energielieferungen aus Russland nach Deutschland zu torpedieren. Und die Bundesregierung, sie tut nichts, um deutsche Interessen zu verteidigen, meine Damen und Herren. Und es ist genauso erbärmlich zu sehen, wie die Bundesregierung es einfach so hinnimmt, dass polnische Stellen zu Terrorunterstützern werden. Sie haben den Beteiligten Terrorismus ausreisen lassen, obwohl er nach internationalem, nach europäischem und auch polnischem Recht hätte nach Deutschland ausgeliefert werden müssen. Und es wurde überhaupt nicht widersprochen, als der ehemalige polnische Außenminister Sikorski dann diesen Anschlag auch noch gefeiert hat. Und die Ukraine? Die Ukraine wird belohnt, wir haben es heute auch schon gehört, mit weiteren Milliarden € zur Kriegsführung und sogar mit verbliebenen Anlagen der Nord Stream-Leitung. Das Nord Stream-Kraftwerk kriegen die Ukrainer geschenkt. Der Tathergang, der selber wird bekannt sein, mindestens in den USA. Ein solcher Anschlag, der würde nicht allein von der Ukraine ausgeführt werden dürfen. Die Ukraine, die würde sich sicherlich rückversichern und dann natürlich in den USA. Und noch ein anderer Aspekt, warum das so sein wird. Die Ostsee ist ein stark kontrolliertes Meer. Und da schwimmt da sicherlich nicht ein Fisch, der nicht irgendwie vom Radar erfasst wird. Es liegen also tausende Daten vor, die nicht ausgewertet werden. Aber die Bundesregierung ist zu feige, die deutsche Souveränität gegenüber zum Beispiel den USA zu verteidigen. Und vielleicht aber soll die Ukraine gegen Russland weiterhin in Stellung gehalten werden, egal wie hoch die Kosten sind. Herr Stegner, vielen Dank. Erstmal auch herzlichen Dank, dass Sie sich auch damals mit der russischen Seite in Baku getroffen haben, Gesprächskanäle offen halten. Das ist ja, glaube ich, unser gemeinsames Ziel, damit wir hier vorankommen. Und aber gleichzeitig frage ich Sie, wie würden Sie urteilen, wenn zum Beispiel, so wie geschehen, die USA schon längst mit Russland verhandelt, Nord Stream wieder in Betrieb zu nehmen? Was würden Sie dann sagen? Was würde dann die Bundesregierung sagen, wenn dem so wäre und das dann umgesetzt werden würde? Dann hätten die Sanktionen nur dazu geführt, dass wir als Deutsche mit unserer eigenen Infrastruktur enteignet werden, um sie in andere Hände zu legen. Deswegen muss ich Ihnen ehrlich sagen, ein solcher Antrag, wie Sie ihn hier vorlegen, der findet nicht nur keine Mehrheit, sondern ich muss ehrlich sagen, Ihre parteipolitischen Klamauk, dass einige von Ihnen gern James Bond spielen möchten, das machen Sie, wo immer Sie wollen, aber bitte nicht im Deutschen Bundestag. Wir müssen noch mal erklären, was wir hier wollen. Wir wollen nichts anderes als Aufklärung darüber, wer verantwortlich ist für den größten Anschlag auf deutsche Infrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wollen wir. Das hat mit Putin überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Trump überhaupt nichts zu tun. Es geht uns darum, Licht ins Dunkel zu bringen. Wer steckt dahinter und warum wollen Sie weiterhin tarnen, tricksen, vertuschen und täuschen? Warum ist das so? Warum geht es bei Ihnen so an die Substanz, dass wir von der Alternative für Deutschland die Wahrheit herausfinden wollen? Das geht mir nicht ein.